Herzlich willkommen bei Togo Reisemobile. Es geht wieder los, wir sind in unserem normalen Rhythmus zurück. Heute prüfen wir gemeinsam, wie viel Wohnmobil in einem 4,99 Meter langen Pkw stecken kann. Wir schauen uns gemeinsam den aktuellen Peugeot Camster aus dem Modelljahr 2024 an. Also folgt mir und wir checken aus, was das Auto kann. Also, womit haben wir es hier zu tun? Wir haben im Prinzip ein Auto, was von den Maßen her ein normaler Pkw-Kombi sein könnte. Jede Mercedes C, E-Klasse, jeder VW Passat-Variant sind Autos, die sind alle um 5 Meter lang und wir haben hier auch 4,99 von der Fahrzeuglänge. Das heißt, ein Auto, was sowohl von der Länge in jeden Pkw-Parkplatz reinpasst, als auch von der Höhe in jede Tiefgarage reinpasst, weil wir mit 1,99 auch noch unterhalb der magischen 2 Meter unterwegs sind. Und da stellt sich natürlich die Frage, wenn wir sonst so große Autos haben, wie viel bringen wir in dieses Auto an Alltag mit rein, dass ihr es wirklich als echten Pkw benutzen könnt, und wie viel ist es ein echtes Wohnmobil. Und wir gucken jetzt mal im Detail durch, gerade weil das mit dem Modelljahr 2024 einen komplett neuen Möbelbau bekommen hat, gucken wir mal mit rein, wie es sich unterscheidet zu den vorhergehenden Dingen. Und wir gucken mal und wir gucken und wir gucken und wir gucken und wir gucken und wir gucken. Also bei 4,99 als Basisfahrzeug haben wir hier den Peugeot Traveller. Das ist im Prinzip ein baugleiches Fahrzeug mit dem Citroën Space Tourer, den wir normalerweise darunter haben. Außer dass der Wagen hier vorne sich in der Nase minimal unterscheidet, ist eigentlich alles das Gleiche. Wir können uns mal hier die Schnauze kurz angucken und dann machen wir jetzt mal kurz hier vorne den Kühlergrill so ein bisschen, damit ihr euch das angucken könnt mit dem Löwen hier vorne in der Mitte. Merkt euch mal, wie das hier um die Tagfahrlichter herum aussieht, und merkt euch die Scheinwerferpartie hier vorne und wie das Auto ab hier aussieht. Und mit diesem Bild, was ihr jetzt im Kopf habt, gehen wir mal ganz kurz darüber. Und das spulen wir jetzt einfach schnell vor, damit ihr nicht lange warten müsst. Und schauen uns hier den Space Tourer an. Das ist exakt das gleiche Fahrzeug. Die Scheinwerfer sind ein bisschen anders gezeichnet. Da hatten wir hier eben diesen kleinen Hügel drin. Die Tagfahrlichter waren eben so, sind jetzt so, sind aber, glaube ich, darunter sogar fast die gleichen. Und der Kühlergrill mit dem doppelten Zacken hier in der Mitte sieht auch ein bisschen anders aus. Ansonsten ist es im Prinzip das gleiche Auto. Wenn ihr die gleiche Farbe bestellt, sieht er sonst gleich aus. Motorisierung und so weiter unterscheiden sich auch nicht. Und damit gehen wir jetzt zurück und gucken uns das andere Auto an. Welcher gefällt euch denn von den beiden besser? Ich weiß das gar nicht genau. Für uns ist es natürlich so, dass wir den Citroën relativ häufig hier gehabt haben. Dadurch ist das natürlich eine neue Nase. Neue Nasen kommen immer gut rüber. Ich finde, sie sehen sich sowieso sehr, sehr ähnlich. Vielleicht entscheidet ihr das am ehesten nach dem nächsten Händler. Wenn ihr in der Nähe eines Peugeot-Händlers seid, ist wahrscheinlich dies die richtige Wahl. Wenn Citroën das nächste ist, was ihr habt, wäre das wahrscheinlich eher die Wahl. Grundsätzlich muss man sagen, Motorisierungen sind alle gleich. Dieser Wagen hier, so wie er da steht, hat zum Beispiel 180 PS mit dem Automatikgetriebe. Sicherlich eine über jeden Zweifel erhabene Basisfahrzeugmotorisierung und mit dem Automatikgetriebe auch super komfortabel. Beide Autos haben immer beide Schiebetüren. Und das ist, glaube ich, wirklich eine der großen Besonderheiten, die wir bei dem Camster, genau wie bei seinem Schwestermodell Venster, also den Citroën- oder Peugeot-basierten Fahrzeugen haben, dass ihr immer die Möglichkeit habt, diesen Küchenblock hier rauszunehmen und damit dem Wagen nochmal einen deutlich höheren Alltagsnutzen zuzufügen, indem ihr einfach in einer engen Parklücke links und rechts einladen und machen könnt. Und auch im Urlaubsalltag ist es so, dass ihr die Küche nehmen könnt, rausstellen könnt in ein Vorzelt oder irgendwas in der Richtung und damit einfach das Auto nochmal in alle Richtungen quasi ausfalten könnt. Der Küchenblock ist von dieser Seite nicht großartig nutzbar. Eigentlich haben wir hier nur die Serviceklappe für das Wasser und die Serviceklappe für die Gasflasche. Hier kommt ja so eine kleine blaue 2,8 Kilo Gasflasche rein. Damit kann man ja nahezu unbegrenzt in so einem Fahrzeug am Ende des Tages kochen. Und was natürlich auch ein riesengroßer Mehrwert dieser Tür ist, ist, dass wenn es mal wirklich richtig heiß ist, wir fangen hier fast an Sommer zu haben, dass ihr einfach Schiebetür links, Schiebetür rechts aufmacht und das sofort in einem Rutsch durchzieht. Aber da habt ihr auf jeden Fall gegenüber Marco Polo und VW California einen riesengroßen Vorteil in Sachen Alltagsnutzen. Camper-typisch habt ihr die Außensteckdose hier, habt ihr hier den ganz normalen Kraftstoffeinfüllstutzen und fürs Wasser eben die beiden Kanister, die vorne mit drin sind.
Im Alltag, sind wir wieder bei der Frage, wie viel Alltag kann ich so einem Fahrzeug zutrauen, muss man ganz klar sagen, eine super praktische Funktion, die die Autos haben, ist die getrennt teilbare Heckklappe. Ihr könnt hier oben einfach aufmachen und wenn ihr eine enge Parklücke habt, hier steht schon das nächste Auto, könnt ihr eure Einkäufe nehmen und hier einfach in den riesengroßen Stauraum mit reinladen. Und wenn ihr natürlich sagt, das reicht für meine Bierkisten, Wasserkisten und alles nicht, will ich auch nicht da reinheben, könnt ihr natürlich das Ding auch aufmachen und habt den riesengroßen Stauraum hier von hinten mit dabei. Und da fällt euch wahrscheinlich auch schon als erstes auf im Vergleich zu den vorhergehenden Jahren. Da hatten wir einen festen Teil Bett hier hinten mit drin. Der Wagen hat einen komplett neuen Boden mit einer komplett neuen Schlafbank. Damit ändert sich auch der Bettbau komplett. Das gucken wir uns gleich einmal gemeinsam an. Aber so habt ihr hier hinten noch mal größeren Stauraum. Und bei den anderen hatten wir hier hinten Teppichboden. Da ist seit dem Modelljahr 24 ein komplett fester Boden drin in so einem Schiffsparkett-Optik-Style. Und auch der Möbelbau von den Materialien. Wir haben hier so ein helles Grau auf den anderen Flächen mit einem dunklen Grau abgesetzt. Ist ein bisschen anders. Das ist quasi an die Shine-Modelle von Pössl angelehnt. Das ist sozusagen die Designsprache, die Pössl fürs Modelljahr 24 hat. Komm du mal bitte einmal mit rum, dass wir hier einmal in die Stauräume reinschauen können. Wir haben hier hinten einmal so eine Art Kleiderschrank. Da würde ich wahrscheinlich entweder Haken oder einen Zwischenboden für mich noch mal reinmachen in der Praxis. Gesehen? Jo. Dann haben wir hier drüben, da kommen wir, muss die Bank noch einen kleinen Tick weiter nach vorne. Das mache ich kurz, kleinen Augenblick. So, und jetzt ist die Bank auch weit genug vorne. Und dann kannst du da am besten einmal um die Ecke rumgucken. Haben wir dort noch mal einen sehr, sehr großen Stauraum, der je nachdem, wo ihr die Bank hinstellt, von innen oder von außen super gut zu erreichen ist. Wenn die Bank weit hinten ist, kommt ihr von vorne gut ran. Und dadurch, dass ihr nach ganz hinten rutschen könnt, geht das eben auch so im Alltag. Der Rest, den ihr habt, sind im Prinzip Technikecken. Wir haben hier quasi Hauptschalter, Sicherungen, solche Dinge mit drin. Dahinter verstecken sich die Batterien. Und was sich dahinter versteckt, das gucken wir uns gemeinsam von vorne an. Das weiß ich nämlich ehrlicherweise auch nicht genau. Mehr gibt es hier hinten ja jetzt auch nicht zu entdecken. Also lasst uns mal gemeinsam das Dach hoch machen und ein bisschen zu gucken, wie man Betten baut und wie viel Raum ihr als echtes Wohnmobil drin habt. Bevor wir hier Betten bauen und solche Sachen, damit ihr hier den Blick in die Klappe auch rein habt. Die obere Etage ist im Prinzip nur Service-Ecke für die Kühlbox, die der Wagen jetzt mit dabei hat. Und unten habt ihr noch ein bisschen Stauraum. Bleibt mal hier. Und damit wir die Fächer auch gleich abhaken, das ist der Außenstaukasten vom Gas, den wir eben von der anderen Seite gesehen haben. Hier drüben haben wir die Wassertanks mit drin und Gashähne. Und dann hier oben nochmal eine kleine Art Besteckschublade. Es ist halt ein kleines Auto, unendlich viel Raum ist nicht, aber Raum ist ja in der kleinsten Hütte, also kommt ihr hier in der Regel auch gut klar. Aber das ist, glaube ich, auch jedem klar, dass wenn man sagt, ich packe auf den Raum eines normalen Kombis, Schlafraum für 4 Personen, eine Küche, einen Kühlschrank, eine Heizung, dann wird es natürlich unterm Strich mit dem Stauraum ein bisschen enger. Wir stellen jetzt mal, das machen wir am besten gemeinsam, guck mal, ich hüpfe mal hier auf die Sitzbank. Was echt besser geworden ist mit dem neuen Modelljahr, finde ich, dass die Sitzbank deutlich einfacher verrutscht. Ich habe sie jetzt da mal auf der einen Seite eingerastet, weil ich mir vorstellen könnte, dass das unterm Strich so eine klassische Camping-Situation ist. Man hat hinten noch seinen Raum und man hat hier vorne schon mal seinen gemütlichen Sitzplatz. Ich finde, sie sitzt sich besser als die alte Schlafbank. Es hat ein neues Dekor. Der Name ist ein bisschen schräg, es heißt Crin Bleu. Also, weil hier so blaue Fissel mit drin sind. Sieht schick aus, passt gut zum Auto, war aber letztes Jahr auch nicht entscheidend schlechter. Und von der Camping-Variante, wo wir dann gleich sagen können, wir machen hier mal die Schiebetür auf, weil ich direkt merke, wie warm mir wird. Freut sich der Kameramann über blendendes Licht von der Seite. Undankbar, oder? Aber besser frische Luft und kein schwitzender Markus und dafür ein bisschen schlechteres Licht. Wir klappen das einfach hoch, dann haben wir gleich wieder unseren Schattenspender. Als Küchenblock, ganz klassischer Zweiflammkocher, natürlich mit einer elektronischen Zündung, 2 vernünftig große Kochfelder, das haben wir ja in den meisten großen Autos nicht entscheidend größer. Und daneben das normale Waschbecken. Und wenn ihr schon hier mit reinschaut, hier die Kühlbox, die ist nicht serienmäßig, die müsst ihr mit dazu bestellen. Das ist im Prinzip genau das gleiche wie bei der Heizung. Es gibt halt immer wieder Leute, die sagen, ich finde das mit dem Schlafen alles gut, aber Heizung, Kühlbox, das brauche ich alles nicht. Deswegen ist das in diesen Fahrzeugen tatsächlich eine Option,
Der Wagen hat hier, wie fast alle anderen Campster, die wir verkauft haben, eine Eberspecher Standheizung mit drin. Das heißt, über die Bordbatterie, die hinten drin ist, aus dem normalen Dieselkraftstofftank, den ihr habt, könnt ihr das Auto zum Wohnen als Luftheizung aufheizen. Die normale Pkw-Heizung während der Fahrt ist ja vorne ganz genauso da. Gesteuert wird das Ganze alles hier vorne. Wir haben hier Anzeigen für Füllstand, Batterie und all solche Sachen mit dabei. Hier ist eine kleine USB-C-Steckdose mit dabei. Und dadurch, dass der Space Tourer und der Traveler, also das Basisfahrzeug, eine 2-Zonen-Klimaautomatik hat, habt ihr hier quasi die Regelung für den hinteren Klimakompressor. Es hat 2 Klimakompressoren, einmal für vorne und einmal für hinten. Und die Hintenreisenden können sich das separat einstellen. Das hat also nichts mit der Pösselheizung zu tun, sondern ist für während der Fahrt. Und das ist das Bedienteil für die Heizung. Damit man sich dann insgesamt noch ein bisschen besser bewegen kann, sollte man das Dachbett hier hoch machen. Und das machen wir jetzt einfach mal, finde ich. So, willkommen in meinem Alltag. Ich würde euch jetzt so gerne zeigen, wie das Bett komplett fertig aufgebaut aussieht. Und glücklicherweise machen wir, bevor wir Autos ausliefern, immer noch mal eine Endkontrolle, dass uns solche Dinge wie jetzt hier sind, rechtzeitig auffallen, bevor die Fahrzeuge zum Kunden gehen. Wir haben hier die Sitzbank umgeklappt. Soweit so gut, war noch alles relativ einfach. Dann wollte ich die Fußteile für euch ranstecken, um euch zu zeigen, wie das Ganze funktioniert. Da habe ich aber festgestellt, es gibt hier ein linkes und ein rechtes, beziehungsweise ein linkes und ein rechtes Teil. Und wir haben 2 von denen hier. Heißt, ich kann euch nicht das gesamte Bett zeigen, so wie es jetzt aufgebaut ist, sondern nur in der Theorie erklären, wie es ist. Also vom Prinzip ganz einfach, die Sitzbank wird umgeklappt, dann nimmt man das Fußteil, das habe ich ja jetzt hier ein wunderbares Fußteil zur Hand, an dem ich es euch zeigen kann, schiebt das Ganze, hier ist ein Schlitz, wo das reinpasst, ich baue einfach das andere gleich weg, dann seht ihr das. Hat hier seine Stütze nach unten und theoretisch, wenn ich die richtige Seite dabei hätte, würde das jetzt hier daneben stehen und das wäre ungefähr eure Liegefläche. Wenn ihr richtig lang seid, könnte man clevererweise sogar auf der Beifahrerseite den Sitz direkt dran schieben und hat dann sogar da nochmal eine Länge, die noch größer ist. Also vom Prinzip ganz einfach, ich zeige euch das nochmal, man nimmt den Teil hier einfach, klappt das hoch und in dem Augenblick, wo ich hier so einen leichten Winkel habe, kann ich das einfach nach unten rausnehmen und dann habe ich für beide Teile hier unten unterm Bett eine Halterung. Wo die beide übereinander reinkommen und dann am Ende mit dem Gurt oben drauf fixiert werden. Und dann habe ich quasi, um die Bank wieder zurückzubauen, hier eine Entriegelung. Zack. Einmal die Sitzbank auf der Seite. Und ups. Zack, die Sitzbank auf der Seite. Und so habt ihr das Ganze wieder zu einem Schlitten. Vom Bauen ist es anders als vorher. Ich weiß gerade gar nicht, was ich besser oder schlechter finden soll. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich finde, sie sitzt sich sehr viel besser, habe ich ja eben schon gesagt. Und zum Schlaf muss man sagen, eine Klappbank hier unten erfordert am Ende des Tages wahrscheinlich immer einen Topper. Und das ist hier wahrscheinlich auch der Fall. Insgesamt auf jeden Fall keine Verschlechterung. Was ein bisschen anders ist als im letzten Jahr, wir hatten immer zusätzlich zu der Schlafbank einen Einzelsitz. Und das ist, finde ich, ein riesengroßer Vorteil der aktuellen Lösung. Wir haben in den letzten Modellen mehrere Schienen hier gehabt. Da konnte man einen Einzelsitz vorne reinsetzen, die Schlafbank hinten. Das fällt in Zukunft weg. Das heißt, der Campster ist ein echter Viersitzer. 2 vorne, 2 hinten. Und dafür haben wir eben einen besser durchgehenden Boden, der, finde ich, dazu auch noch richtig schick geworden ist. So, und Schlafen ist ja unten sowieso eher die Notlösung. Und in der Regel wird ja oben geschlafen. Und deswegen gucken wir uns jetzt mal gemeinsam das Bett oben an. Ein kleiner weiterer Vorteil, der mir hier gerade von der Bank aufgefallen ist, dadurch, dass dieses Bankbauprinzip jetzt anders ist, haben wir natürlich auch die Möglichkeit im Alltag das Ganze hier viel weiter zurückzuschieben. Und so hat man einfach viel mehr Beinfreiheit nach vorne und viel mehr Lebensraum. Also gerade wenn ihr das Auto vielleicht einfach zum Surfen oder irgendwo einfach mal an den Strand fahren nehmt, hat man jetzt viel mehr Aufenthaltsraum hier in der Mitte. Das war bei den anderen Fahrzeugen immer ein bisschen anders. Dafür ist aber jetzt natürlich, wenn die Bank so weit hinten ist, der Kofferraum deutlich reduziert. Darf jeder für sich selber entscheiden, was die richtige Lösung ist. Um dann, wenn man, kriegen wir das hin? So, ja. Um dann hier oben das Bett zu haben, zeige ich euch, solange das noch oben ist,
einfach mal kurz, wie schön man das hier alles aufmachen kann. Haben wir hier an der Seite, ich lasse das mal so unaufgeräumt, ein Fliegengitter, nach vorne noch ein Fliegengitter und hier auf der Seite wahrscheinlich ebenfalls ein Fliegengitter. Genau. So dass ihr einfach, das kann man hier, wenn man es richtig schön macht, sich ein bisschen aufrollen. Und damit das Ganze aufgeräumt aussieht, mit dem Klettband, wenn es nicht verdreht ist, so rum, zack, einmal festkletten und hier ebenfalls festkletten. Und so hat man dann natürlich super viel Licht und Luft, was komplett reinkommt. Und dann habe ich ja gesagt, hauptsächlich wird oben geschlafen. So kann man das. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das am besten mit uns zusammen und der Kamera machen. Hier oben hochklappen und dann, hallo, könnt ihr so hier oben eben wunderbar schlafen und habt eine Matratze, die zum einen so einen Lattenrost drunter hat. Kann man, glaube ich, ganz gut sehen. Den Rausfallschutz nach vorne hat und die natürlich für so ein Fahrzeug mit Aufstelldach immer verhältnismäßig dünn ist. Auch da müsste man sich überlegen, ob man Topper oder irgendwas mitnehmen will. Wenn ihr, kannst du noch mal nach da hinten gucken. Wenn ihr nach da hinten guckt, ich finde, was sehr auffällig gegenüber vielen anderen Fahrzeugen ist, wie hoch der Abstand zwischen Matratze und Himmel des Daches ist. Das heißt, auch wenn man die Füße hinten aufrecht hinlegt, kommt man als großer Mensch super gut klar. Und im Alltag klappt ihr tagsüber das Ganze einfach hoch und habt dann wirklich im gesamten Fahrzeug vernünftige Stehhöhe. Ja, wie viel Wohnmobil ist denn das jetzt hier? Ich finde, das ist schon irgendwie vollwertiges Wohnmobil und irgendwie auch überhaupt gar nicht. Ich bin ganz häufig in der Situation, dass ich denke, oh, zum Glück muss ich mich nicht entscheiden, was für mich das richtige Konzept wäre, weil ich selber hin und her gerissen bin. Am liebsten natürlich beides. Irgendwie so ein Auto für den Alltag, als Familienkutsche super gut, für Einkäufe direkt gekühlt mit dabei. Wenn man mal bei Freunden vor der Haustür steht, perfekt, auch super zum Hin- und Herkommen. Wenn man jetzt am Wochenende gerade mit unserem Vanstar, das ist ja quasi noch viel weniger Wohnmobil als das, bei der Familie zur Konfirmation. Und das ist einfach ein super gutes Reisefahrzeug. Und ich mag einfach aus diesen Bussen die erhöhte Sitzposition total gerne. Unterm Strich muss man ganz klar sagen, wohnmobilseitig ist es natürlich ein bisschen die Heirat mit der Möglichkeit, oder man muss dann immer auf den Stellplatz letztendlich gehen. Ihr braucht ja eine Toilette, ihr braucht irgendwann eine Duschmöglichkeit, irgendwas in der Richtung. Und das ist natürlich auf dem Campingplatz sehr viel mehr gegeben. Aber umso mehr euer Pendel Richtung Alltagsnutzen ausschlägt, umso mehr seid ihr natürlich in so einem Auto hier absolut richtig aufgehoben. Und umso mehr euer Pendel Richtung echten Wohnmobilaufenthalt geht und richtige Wohnmobilurlaube, umso mehr ist natürlich wahrscheinlich so ein 540er die bessere Lösung für euch. Oder vielleicht sogar ein 6-Meter-Auto. Oder einfach ein 6-Meter-Auto und ein Smart dazu. Dann habt ihr irgendwie das Beste aus beiden Welten. Einen klitzekleinen Alltagsflitzer für in der Stadt. Und wenn ihr dann unterwegs seid, sowas in größer. Was kostet sowas? Um da euch auch kurz eine Idee zu geben. Also einmal ist dieses Auto natürlich unser jetziger Vorführwagen. Wir verlinken euch einfach hier in der Ecke nochmal die Anzeige von dem Fahrzeug und auch unten in der Videobeschreibung. So ein Campstar, so wie er hier steht, mit 180 PS und Automatik, hat einen Grundpreis von 53.000 Euro. Wir gehen jetzt nicht alles im Detail durch. Vieles von dem, was ihr seht, ist serienmäßig. Der Wagen hat zusätzlich noch eine Navigation, der hat zusätzlich eine Anhängerkupplung, der hat alle Assistenzsysteme, die es für vorne gibt, Xenon-Scheinwerfer, die Standheizung und die Kühlbox. Und ja, der Rest ist serienmäßig. Da kommt man dann am Ende auf eine Summe der Listenpreise von 61.800 Euro. Insgesamt sicherlich ein Haufen Geld, aber andererseits muss man auch sagen, guckt euch an, wie sich ein normaler Mittelklasse-Kombi konfiguriert, am Ende preislich gestaltet und dafür, dass ihr hier quasi die Größe eines Kombis habt, in dem ihr aber auch wohnen, schlafen, Urlaub machen könnt. Hunde, Katzen, Mäuse, alles, was ihr im Alltag durch die Gegend fahrt, glaube ich, kann das unterm Strich schon sehr viel. Wie viel das im Alltag wirklich kann, dafür sollten wir jetzt noch mal gemeinsam vorne im Cockpit schauen. Und wenn ihr dann überlegt, so ein Campstar für euch zu konfigurieren, kommt gerne auf uns zu. Und andersrum, wenn ihr sagt, der Campstar ist mir noch viel zu viel Wohnmobil, schaut euch auf jeden Fall auch sein Schwester- oder Brudermodell an. Das wäre dann der Vanstar. Das ist dann das gleiche wie hier, nur ohne diese Küchenzeile an der Seite, als ganz klassischer 5- bzw. 8-Sitzer, also der klassische PKW mit Aufstelldach.
Aber wir gucken jetzt noch mal ins Cockpit und dann habt ihr, glaube ich, einen ganz guten Eindruck vom Pössl Campstar erhalten. Wir haben gerade noch mal darüber diskutiert, wofür wäre jetzt welches Fahrzeug die richtige Lösung. Und ich glaube, das Auto hier, und dann, man muss ja immer nur selber hinterfragen, selber, weil wir immer ein Wohnmobil zur Verfügung haben, steht das natürlich für uns gar nicht zur Debatte. Aber es ist natürlich schon eine super coole Option, wenn man wirklich mit so einem Auto unterwegs ist und vielleicht sagt, okay, ich habe ein kompaktes Auto, das kann viel Camping, aber dadurch, dass es eben kein reiner Camper ist, bin ich nicht 100% dran gebunden. Und so wie das auch einige Freunde von mir machen, dass man einfach sagt, ich fahre jetzt nach Italien, die kleinen Städte kann ich mit dem Auto wunderbar erkunden, aber wenn es dann eng wird, dann gehe ich vielleicht doch einfach mal ein paar Nächte in ein Hotel, in Bed and Breakfast oder nehme mir einfach eine Ferienwohnung irgendwo, weil ich ja einen normalen Pkw dabei habe. Und wenn ich dann in die etwas entlegeneren Gegenden komme, zum Beispiel irgendwo in Skandinavien, abseits von einem, dann habe ich ja trotzdem alles mit dabei. Und wahrscheinlich muss man das Ding hier einfach als diese eierlegende Wollmilchsau betrachten, so ein Multitool, mit dem man alles machen kann. Und das ist natürlich dann einfach, wenn ich alles mit einem Auto erschlage, schon auch toll. Und was ich zum Beispiel ganz klar sage hier, ich sitze echt gut. Man muss ganz sagen, was beim VW-Bus für mich immer ein Riesenproblem ist, dass ich nicht weit genug nach hinten komme in den ganzen Californias. Das habe ich hier überhaupt nicht. Ich habe richtig viel Beinfreiheit nach vorne. Hier ist bestimmt das Lenkrad irgendwo auch verstellbar. Da ist die Entriegelung. Das heißt, ich kann hier auch noch im Prinzip rauf, runter, rein, raus, in allen Varianten das verschieben. Das stelle ich mir mal so ein, wie ich das gut finde. Wir haben jetzt hier den Automatikwagen, das heißt, ich habe Schaltwippen mit dran, ich habe alle Lenkradbedienelemente, ich habe den coolen Löwen. Passt zu mir. Dann haben wir den Wagen mit Grip Control bestellt, das heißt, ihr könnt das ESP und die Elektronik der Räder kann ich einstellen, ob den Fahruntergrund, wenn ich sandig, rutschig, nass habe, um noch sicherer von A nach B zu kommen. Und ansonsten habe ich halt einen vollwertigen Pkw mit allem, was da ist. Und dafür ist es halt einfach schon eine super coole Variante. Ja, wenn es euch gefällt, kommt einfach vorbei, schaut euch das einfach mal an. Die Alternativen, die es im Pössl-Segment gibt, wären eben auf Mercedes-Basis der Campstar. Das ist dann das gleiche Auto auf Mercedes V-Klasse oder Vito Tourer. Und der Vanstar und Vanster, das sind quasi die etwas abgespeckten Varianten. Und wenn ihr sagt, ich möchte unbedingt tiefgaragentauglich bleiben, aber ich will eine fest eingebaute Toilette, ich will noch ein bisschen mehr Wohnmobil, dann kommen solche Modelle wie der New Kelsey von Westfalia oder der Jules Verne von Westfalia auch für euch in Frage. Den Jules Verne zum Beispiel werden wir irgendwann in einer der nächsten Wochen für euch nochmal zeigen. Also denkt dran, den Kanal zu abonnieren, damit ihr da auch up to date bleibt. Und dann geht es Mitte Mai auch schon los mit den neuen Videos für unsere Saison 25. Wie schon im Fußball gesagt wird, nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Das gilt bei uns eben auch. Nach der Saison ist vor der Saison. Deswegen bleibt uns treu, schaut euch auch die nächsten Videos an. Vielen Dank fürs Zusehen heute und erstmal schöne Grüße aus Stove und dann sehen wir uns in Kürze wieder. Tschüss!